Die dreckigen Gänge der Schule von Noworijeka erstreckten sich vor Moggi, als sie mit zögernden Schritten das Schulgelände betrat. Die Wände waren mit Graffiti besprüht, die Fenster schmutzig und zerkratzt. Der Geruch von verrottendem Müll und Abgasen hing schwer in der Luft, und das dumpfe Dröhnen des ständigen Verkehrs durchdrang die dünnen Wände. Als sie zitternd und mit einem Kloß im Hals den langen Gang entlang ging, konnte Moggi das dumpfe Murmeln der anderen Schüler hören, die sich in den Klassenzimmern versammelten. Sie fühlte sich so fehl am Platz in dieser trostlosen Umgebung, umgeben von Menschen und Anthros, die sie nicht verstehen konnten und oft verachteten. Als Anthrogiraffe wurde sie oft Ziel von Hohn und Spott, und jeden Tag musste sie sich den grausamen Bemerkungen ihrer Mitschüler stellen. Die Schule war die Hölle. Jeder einzelne Tag war eine Qual und sie war nicht sicher, wie lange sie das noch ertragen würde. Sie stand schon extra früh auf, um schnell im Klassenzimmer zu sein, so konnte sie wenigstens die ständigen Konfrontationen auf den Gängen meiden. Aber nicht heute. Plötzlich wurde sie von einer Gruppe ihrer Peiniger abgefangen, die wie Raubtiere auf ihre Beute lauerten. Unter ihnen befanden sich ein paar Menschen und ein Anthro-Löwe, dessen grollendes Lachen Moggi das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Na, schau mal an, wer da ist«, brüllte der Löwe mit einer Stimme, die nach Macht und Grausamkeit klang. »Da ist aber jemand mal früh aufgestanden.« »Na sowas? Wolltest du etwa an uns vorbei? Das geht aber nicht ohne Bezahlung. Na los. Her mit dem Futter.« Er riss am Rucksack der Giraffe, bis dieser aufriss und packte das Lunchpaket. »Dumme Giraffen sollten doch Gras fressen, das hier ist nichts für dich.« »Nein, Giraffen fressen eigentlich Blätter von Bäumen«, meinte ein dicker Junge. »Halsmaul, du Klugscheißer! Wer hat dich gefragt?« Die anderen Mobber lachten hämisch, und Moggi spürte, wie sich ihre Angst in Zorn verwandelte. Sie war sowieso schon dünn und wurde immer dünner wegen diesen Mistkerlen, doch sie zwang sich, ruhig zu bleiben, und kämpfte gegen die Tränen an, die in ihren Augen brannten. Nachdem sie sich von der Gruppe losgerissen hatte, huschte Moggi in ihr Klassenzimmer und suchte hastig nach ihrem Platz. Als sie sich auf ihren Stuhl gesetzt hatte, ließ sie ihren Kopf auf den Tisch klatschen und bedeckte ihr Gesicht mit ihren Armen. Sie wollte nicht, dass die anderen sie weinen sehen. Einige Minuten später ging der Unterricht los. Die einzige Ruhe, die sie hatte. Sie war keine gute Schülerin, aber schrieb immer fleißig alles mit, damit sie zu Hause noch weiter lernen konnte. Ab und zu warf sie einen Blick aus dem Fenster und sah die Stadt in der Ferne. Wolkenkratzer ragten in den Himmel, umgeben von einem Schleier aus Rauch und Smog. Es gab nur wenige grüne Flecken inmitten des Betons und der Industrie, und Moggi fühlte sich in dieser leblosen Umgebung noch mehr fehl am Platz. Die Stimme der Lehrerin hallte gedämpft durch den Klassenraum, als Moggi konzentriert mitschrieb, was auf der Tafel stand. Ihre Gedanken waren in die Notizen vertieft, als plötzlich die Tür aufgestoßen wurde und der Rektor der Schule hereintrat. Ein Raunen ging durch die Klasse, als die Schüler neugierig aufblickten, um zu sehen, was los war. »Entschuldigen Sie die Unterbrechung, liebe Schüler«, begann der Rektor mit einem ernsten Ton. »Ich möchte Ihnen eine neue Schülerin vorstellen, die heute zu uns gestoßen ist. Bitte heißen Sie Kyoko herzlich willkommen.« Die Aufmerksamkeit der Klasse richtete sich auf die junge Frau, die hinter dem Rektor stand. Kyoko war asiatisch, aber ihre roten Haare und die düstere Kleidung hoben sie deutlich von den anderen ab. Einige Schüler starrten sie abfällig an und flüsterten hinter vorgehaltener Hand, und Moggi konnte spüren, wie die Spannung im Raum zunahm. »Kyoko hat eine schwierige Zeit hinter sich«, fuhr der Rektor fort, während er einen einfühlsamen Blick auf die Schüler warf. »Ich bitte euch alle, ihr dabei zu helfen, sich in unserer Schule zu integrieren und sich willkommen zu fühlen.« Ein paar unbeholfene Begrüßungsrufe erklangen aus der Klasse, aber die meisten Schüler blieben still und beobachteten Kyoko mit abfälligen Blicken. Nach der Begrüßung schlenderte Kyoko Kaugummi kauend durch den Raum und setzte sich auf den einzigen freien Platz, direkt neben Moggi. Weil Moggi die unbeliebteste Schülerin war, wollte keiner in ihrer Nähe sein. Normalerweise fand sie das schlimm, aber heute war dieser Umstand interessant. Neugierig schaute Moggi zu Kyoko rüber.
In ihrem Inneren spürte sie eine Mischung aus Mitleid und Neugierde und fragte sich, was wohl hinter den roten Haaren und den traurigen Augen dieser geheimnisvollen neuen Schülerin verborgen lag. Doch dann wandte sich die Rothaarige zu ihr um. Was ist? Moggy drehte sich schnell um und schaute zur Tafel. Ach, gar nichts. Willkommen in unserer Schule. Ein paar Stunden später, die Mittagspause war für Moggy eine Qual, wie jeden Tag. Während die anderen Schüler ihre Lunchpakete auspackten und sich in kleinen Gruppen unterhielten, saß sie allein an ihrem Tisch, und ihr Magen knurrte vor Hunger. Sie hatte kein Lunchpaket mehr, weil die Mobber ihr das abgenommen hatten, ihr fiel es sowieso schwer, sich in der Schule zu konzentrieren. Aber mit leerem Magen war es katastrophal, in der Stille des Klassenraums konnte sie das leise Gemurmel der anderen Schüler hören, während sie über Gerüchte und Geschichten sprachen. Ein besonders lautes Gespräch fiel ihr auf, als sie hörte, wie einige Schüler über ein Monster sprachen, das angeblich in der Nacht durch die Straßen der Stadt streifte und schon viele Menschen getötet hatte. Moggy lauschte gespannt den Worten der anderen, als plötzlich eine Gestalt neben sie trat. Kyoko, die bisher kaum ein Wort gesprochen hatte, stand schweigend vor Moggy und hielt ihr eine Brotdose hin. Hier, sagte Kyoko knapp. Ich mag das sowieso nicht essen. Moggys Augen weiteten sich vor Überraschung, als sie das Essen sah. Sie konnte kaum glauben, dass Kyoko, die so desinteressiert und distanziert wirkte, ihr etwas abgab. Danke, sagte Moggy leise, ihre Stimme brüchig vor Emotionen. Das ist wirklich nett von dir. Kyoko zuckte nur mit den Schultern und setzte sich schweigend neben Moggy. Und wieder herrschte zwischen ihnen Stille, während Moggy ihr Essen langsam und dankbar verschlang. Ein Sandwich. Und zwar ein wirklich leckeres. Während die Gerüchte über das Monster weiterhin durch den Raum schwirrten, fühlte Moggy eine seltsame Wärme in ihrem Herzen. Vielleicht war Kyoko doch nicht so kalt und unnahbar, wie es zunächst schien. Vielleicht verbarg sich hinter ihrer düsteren Fassade doch eine sehr nette Person. Der Unterricht war vorbei, die Schüler packten ihre Sachen zusammen und machten sich auf den Weg nach Hause. Moggy wartete ungeduldig, während sie beobachtete, wie Kyoko ihre Sachen sorgfältig zusammenpackte. Sie war fest entschlossen, sich mit Kyoko anzufreunden und eine Verabredung für später zu arrangieren. Hey, Kyoko, begann Moggy zögernd, als Kyoko sich gerade auf den Weg zur Tür machte. Hast du heute Abend schon was vor? Vielleicht könnten wir uns treffen und etwas unternehmen? Kyoko drehte sich langsam um, ein Ausdruck der Gleichgültigkeit auf ihrem Gesicht. Ich habe keine Zeit für Freunde, sagte sie knapp und verließ den Raum, ohne eine weitere Erklärung abzugeben. Moggy fühlte sich wie ein Eimer kalten Wassers, der über ihr ausgegossen wurde. Ihre Enttäuschung war fast greifbar, als sie Kyoko dabei zusah, wie sie einfach davonging. Doch sie war entschlossen, nicht aufzugeben. Mit einem entschlossenen Blick folgte Moggy Kyoko aus dem Klassenzimmer und hielt einen respektvollen Abstand. Sie sah, wie Kyoko durch die belebten Straßen der Stadt ging, bis sie schließlich in einer dunklen und gefährlichen Gegend ankam. Moggy blieb stehen und beobachtete aus sicherer Entfernung, wie Kyoko in ein billiges Nudelrestaurant trat, das von düsteren Gestalten umgeben war. Die Sonne ging gerade unter, und Moggy bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. Diese Gegend war absolut furchtbar. Was hatte Kyoko hier nur verloren, eine einsame Schülerin? Sollte sie nicht lieber nach Hause zu ihren Eltern gehen? Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf, als sie sich umsah und nach einem sicheren Ort suchte, um sich zu verstecken. In der Nähe entdeckte sie einen kleinen Kiosk, der noch geöffnet hatte. Schnell eilte sie dorthin und duckte sich hinter die Auslage, hoffend, dass sie von niemandem angesprochen werden würde. Sie schnappte sich eine Zeitung über Videospiele und tat so, als würde sie es lesen. Während sie sich Gedanken machte, war es klug, hier zu bleiben und Kyoko aus sicherer Entfernung zu beobachten? Oder sollte sie besser nach Hause gehen? Schließlich war es hier keine sichere Gegend, aber was war mit Kyoko? Konnte das asiatische Mädchen auf sich aufpassen? Warum war sie hier? Ist sie lebensmüde? Oder wohnte sie etwa hier? Ihr Kopf schmerzte, als sie darüber nachdachte, was sie als nächstes tun sollte. Sollte sie bleiben und warten, bis Kyoko herauskam? Und so tun, als würde sie zufällig treffen? Nein, auf keinen Fall. Sie benahm sich wie ein Stalker. Was war überhaupt los mit ihr?
Plötzlich hörte Moggy schwere Schritte hinter sich. Ihr Herz begann wild zu pochen, als sie sich umdrehte und sah, dass mehrere Männer auf sie zukamen. Ihre Blicke waren gierig und bedrohlich, und Moggy spürte den kalten Schauer der Angst über ihren Rücken laufen. »Hey, du bist aber mal ein hübsches Giraffenmädchen, was machst du hier alleine?« sagte einer der Männer mit einem hämischen Grinsen, während die anderen lachten und sich bedrohlich näherten. Moggy wich zurück, ihre Knie zitterten vor Angst. Instinktiv drehte sie sich um und rannte davon, ihre Schritte hallten laut durch die dunklen Straßen. Doch ihre Flucht war kurzlebig, als sie plötzlich in einer Sackgasse landete. Verzweifelt sah sie sich um, während die Männer näher kamen, ihre dunklen Gestalten im Schatten der Nacht verschwanden. »Na, wo willst du denn hin, Süße?« sagte einer der Männer mit einem hämischen Lachen, während er sich ihr langsam näherte. Moggy spürte die Panik in ihr aufsteigen, als sie sich in die Enge getrieben fühlte. Ihr Herz raste vor Angst, als sie nach einem Ausweg suchte, doch es gab keinen. Die Männer schlossen langsam den Kreis um sie herum, ihre Gestalten bedrohlich und undurchdringlich. »Bitte lasst mich in Ruhe«, flehte Moggy mit zitternder Stimme, doch die Männer lachten nur höhnisch. Plötzlich spürte sie eine Hand an ihrer Schulter, und sie wirbelte herum, um zu sehen, wer sie berührt hatte. Vor ihr stand einer der Männer, sein Gesicht verzerrt vor Wut und Gier. »Du bist jetzt unsere Beute«, zischte er mit gefährlicher Entschlossenheit, und Moggy wusste, dass sie in ernsthafter Gefahr war. Plötzlich durchdrang ein dumpfes Krachen die Stille der Nacht, gefolgt von einem erschütternden Donnern, das die Schurken verunsicherte und sie innehalten ließ. Die Erde bebte unter ihren Füßen, als ein lautes Grollen durch die Luft hallte und die Nacht mit einer bedrohlichen Atmosphäre erfüllte. In der Ferne tauchte eine gewaltige Gestalt auf, monströs und bedrohlich. Das Riesentier war etwa 60 Meter groß, mit grünlich-schuppiger Haut, roten Haaren und einem langen Schwanz, der drohend hin und her schwang. Es sah aus wie eine Mischung aus Mensch und Echse, halb wildes Tier, halb unheimliches Monster. Die Schurken starrten fassungslos auf das Monster, während es sich mit schweren Schritten durch die Straßen bewegte. Autos wurden zerquetscht und zermalmt, als das Monster seinen Weg durch die Stadt bahnte. Seine gewaltige Gestalt eine unaufhaltsame Kraft der Zerstörung. Einige der Schurken ergriffen die Flucht, doch nicht alle konnten entkommen. Einige wurden von den herabstürzenden Trümmern zerquetscht, während andere von den rasenden Klauen des Monsters gepackt und zerrissen wurden. Ein Schrei der Verzweiflung hallte durch die Nacht, gefolgt von einem widerlichen Knirschen, als das Monster einen der Schurken mit einem einzigen Biss verschlang. Moggy konnte nur starr vor Angst zusehen, unfähig sich zu bewegen, als das Chaos um sie herum tobte. Die Realität ihrer Situation durchdrang sie mit einer überwältigenden Intensität, und sie wusste, dass sie sich in einer tödlichen Falle befand, umgeben von einem unvorstellbaren Grauen, das sie nicht begreifen konnte. Als das Monster erschien und die verbleibenden Schurken in Panik versetzte, durchdrang plötzlich ein Funke Moggys Herz. Sie wusste, dass sie jetzt handeln musste, um sich selbst und vielleicht sogar andere zu retten. Mit einem entschlossenen Blick wandte sie sich ab und begann zu rennen, weg von der bedrohlichen Gestalt des Monsters. Doch trotz ihrer eigenen Angst dachte Moggy an Kyoko. Sie konnte sie nicht einfach im Stich lassen, nicht jetzt, wo sie in solcher Gefahr war. Ihr Herz pochte wild, als sie das Nudelrestaurant anvisierte, in dem sie Kyoko das letzte Mal gesehen hatte. Doch als Moggy die Tür des Restaurants aufstieß, war Kyoko nirgendwo zu finden. Panik durchflutete ihre Gedanken, während sie hektisch den Raum durchsuchte, ihre Augen wild umherblickend. »Kyoko«, rief sie verzweifelt, doch nur das Echo ihrer eigenen Stimme erfüllte den Raum, ihr Atem kam schnell und flach. Als sie sich bewusst wurde, dass sie allein war. Die Realität ihrer Situation durchdrang sie mit einer schmerzhaften Intensität, und sie wusste, dass sie keine Zeit zu verlieren hatte. Mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Verzweiflung stürmte Moggy aus dem Restaurant, bereit, alles zu tun, um ihre Freundin zu finden und sie vor dem unvorstellbaren Grauen zu retten, das die Stadt heimsuchte. In dem Moment, als Moggy aus dem Restaurant trat, wurde sie Zeugin eines albtraumhaften Schauspiels. Das Monster, dessen grauenvolle Gestalt die Straßen beherrschte, fraß weiterhin Menschen, zermalmte sie unter seinen gnadenlosen Klauenfüßen und verschlang sie mit gierigen Bissen. Moggy erstarrte vor Entsetzen, als sie sah, wie das Monster Menschen, darunter Verbrecher, Zivilisten und normale Personen, verschlang und zerquetschte.
Ein Schrei des Schreckens entwich ihren Lippen, als das Monster sie plötzlich direkt ansah und langsam auf sie zukam. Die Panik ergriff Moggy erneut, und ihr Herz schien in ihrer Brust zu explodieren, als sie sich hastig umdrehte und mit wilden Schritten davonrannte. Sie hörte die Schreie der anderen, die verzweifelt versuchten, dem grausamen Schicksal zu entkommen, das ihnen drohte. Die Straßen füllten sich mit dem Klang des Todes, das Knirschen von zermalmten Knochen und das Flehen der Verzweiflung hallte durch die Nacht. Moggy lief um ihr Leben, ihre Lungen brannten vor Anstrengung, während sie weiter und weiter rannte, ohne zu wissen, wohin. Plötzlich hörte sie einen ohrenbetäubenden Schrei und sah, wie weitere Menschen um sie herum unter den gewaltigen Füßen des Monsters zertreten wurden. Sie spürte einen eiskalten Schauer über ihren Rücken laufen, als der monströse Fuß des Monsters direkt auf sie zukam. In einem letzten verzweifelten Akt des Überlebensinstinkts warf sich Moggy zur Seite und rollte sich in letzter Sekunde zwischen den Zehen des Monsters zusammen. Ein Glücksmoment inmitten des Chaos, der ihr das Leben rettete. Das Monster setzte seinen unaufhaltsamen Weg fort, und Moggy nutzte die Gelegenheit, um sich von diesem Albtraum zu befreien. Sie rannte, so schnell ihre Beine sie trugen, weg von diesem Ort des Todes und der Verzweiflung, hinein in die Dunkelheit der Nacht, bereit, alles zu tun, um zu überleben. Während Moggy in wilder Panik davonrannte, konnte sie nicht umhin, die zerquetschten Menschen in den Fußabdrücken des Monsters zu sehen. Ihre entstellten Körper lagen dort, plattgedrückt und leblos, ein grausamer Anblick, der ihr den Atem raubte und ihr Herz vor Schmerz zusammenziehen ließ. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie sich vorstellte, wie es gewesen sein musste, unter den klaffenden Klauen des Monsters zu sterben. Das Bild der zermalmten Körper verfolgte sie, während sie weiterlief, ihre Schritte von Angst und Entsetzen getrieben, ihr Magen krampfte sich vor Übelkeit zusammen, als sie sich vorstellte, dass Kyoko möglicherweise das gleiche Schicksal erleiden könnte. Die Gedanken an ihre Freundin füllten sie mit einer schrecklichen Mischung aus Angst und Schuldgefühlen. Sie konnte sich nicht verzeihen, dass sie Kyoko nicht hatte retten können, und doch wusste sie, dass sie zu viel Angst hatte, um zu bleiben und zu kämpfen. Die Tränen brannten in ihren Augen, während sie weiterrannte, ihre Gedanken von Trauer und Selbstvorwürfen überschwemmt. Doch selbst in ihrer eigenen Verzweiflung konnte sie nicht aufhören, an Kyoko zu denken, und an die Hoffnung, dass sie irgendwo da draußen sicher war, fern von den schrecklichen Schrecken, die die Stadt heimsuchten. Als Moggy nach langen Minuten des Dauersprints endlich zu Hause ankam, fühlte sie sich erschöpft und zerschlagen. Ihre Schritte waren schwer, als sie die Tür öffnete und in das warme, vertraute Zuhause trat. Doch trotz der vertrauten Umgebung spürte sie eine unermessliche Last auf ihren Schultern, die sie kaum ertragen konnte. Sie war nur knapp einem Monster entkommen. Sie hatte mit ansehen müssen, wie mehrere Leute getötet wurden, und solch ein großes Monster konnte theoretisch in Minuten hier sein, aber es verfolgte sie nicht, da war sie sich sicher, aber gab es eine Garantie, dass das Monster von ihrem Heim fernbleiben würde? Ihre Eltern saßen im Wohnzimmer und sahen besorgt auf, als sie hereinkommen sahen. »Moggy, wo warst du so lange? Es ist schon Nacht.« »Wir haben uns solche Sorgen gemacht«, rief ihre Mutter, während sie aufstand und zu ihr eilte. Moggy ließ sich auf das Sofa fallen, ihre Augen müde und leer. »Es tut mir leid, ich kann nicht darüber reden«, murmelte sie, Tränen der Erschöpfung in ihren Augen. »Meine Güte, Schatz, du zitterst ja am ganzen Körper. Was ist denn passiert?« Moggy schluchzte leise, riss sich zusammen und erzählte ihnen dann von den schrecklichen Ereignissen, die sich zugetragen hatten. Sie berichtete von dem Monster, das die Stadt terrorisierte. Von den Menschen, die unter seinen Füßen starben, und von ihrer eigenen panischen Flucht. Ihre Eltern hörten aufmerksam zu, ihre Gesichter voller Sorge und Mitgefühl. »Mein armer Schatz«, flüsterte ihre Mutter, als sie ihre Arme um Moggy legte und sie fest umarmte, »wir sind so froh, dass du jetzt wieder hier bist. Hier bist du sicher. Wir werden immer für dich da sein, egal was passiert«, sagte ihr Vater ruhig. Moggy ließ sich in den Armen ihrer Eltern nieder, ihre Tränen vermischten sich mit einem Gefühl der Erleichterung und Sicherheit. In diesem Moment wusste sie, dass sie selbst in den dunkelsten Zeiten nicht allein war, dass ihre Familie immer an ihrer Seite sein würde. Um sie zu beschützen und zu unterstützen, wenigstens hatte sie diesen Ort des Trostes. Auch wenn die in der Schule Höllenqualen litt, so hatte sie wenigstens ein gutes Zuhause. Ihre Gedanken wanderten wieder zu Kyoko.
Was war mit ihr? Hatte sie ein gutes Zuhause? Hatte sie jemanden, der sich um sie sorgte? Einige Stunden später. Am nächsten Tag fühlte sich Moggy immer noch wie ein emotionales Wrack, ihre Nerven zerrissen von den Ereignissen der vergangenen Nacht. Doch trotz ihres inneren Chaos hatten ihre Eltern darauf bestanden, dass sie zur Schule gehen sollte, weil sie beide berufstätig waren und die Behörden gemeldet hatten, dass alles wieder sicher war. Außerdem gingen sie davon aus, dass in der Schule diese Ereignisse aufgearbeitet werden würden, was gar nicht mal so falsch war. Als Moggy in den Korridoren der Schule umherirrte, fühlte sie sich wie ein Schatten ihrer selbst. Ihr Blick war leer, ihre Schritte unsicher, während sie versuchte, sich zu sammeln und sich mental auf den Unterricht vorzubereiten. Doch ihre Gedanken waren immer noch bei den schrecklichen Ereignissen, die sich in der Nacht zuvor zugetragen hatten. Plötzlich sah sie Kyoko vor dem Klassenzimmer und spürte einen Anflug von Erleichterung. Mit einem schnellen Schritt ging sie auf sie zu, bevor sie ihr plötzlich um den Hals fiel und sie fest umarmte. Kyoko. »Oh Gott, ich bin so froh, dass du lebst«, flüsterte Moggy mit zitternder Stimme, Tränen der Erleichterung in ihren Augen. Verwirrt und unsicher erwiderte Kyoko die Umarmung und fragte, »Was ist los? Warum bist du so aufgewühlt?« Moggy zog sich ein wenig zurück und sah Kyoko mit einem verzweifelten Blick an. »Es ist das Monster. Es existiert wirklich. Letzte Nacht in der Stadt. Es war schrecklich. Ich hab alles gesehen«, stammelte sie, ihre Stimme von Angst und Trauer erfüllt. Kyoko runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Das ist doch Unsinn, Moggy. Es gibt keine Monster in unserer Stadt«, doch bevor Moggy antworten konnte, hörte sie die Stimmen anderer Schüler, die sich um sie herum versammelten und begannen, die Geschichte zu bestätigen. Es gab Berichte im Internet. Leider gab es keine Bilder, aber viele Leute sagen das Gleiche: Es hat Autos zerstört und Menschen gefressen. Kyoko strafte diese Aussagen mit einem ernsten Blick ab. Glaubt ihr echt alles, was im Internet steht? Die offiziellen Nachrichten haben überhaupt nichts gemeldet. Ja, weil die nicht wollen, dass Panik entsteht. Zumindest sagt das mein Onkel. Aha. Dein Onkel also. Na, das ist ja eine zuverlässige Quelle. Spottete Kyoko. Moggy sah Kyoko mit großen Augen an. Irgendwas stimmte nicht mit ihr. Gestern war sie so verschwiegen und heute versuchte sie die Argumente der anderen herunterzuspielen. Aber wieso? Moggy erinnerte sich zurück an die Umarmung vor wenigen Momenten. Es wirkte so, als wäre Kyoko noch nie zuvor umarmt worden. Oder täuschte sie sich? Jedenfalls wirkte sie in diesem Moment so unbeholfen. Vielleicht sollte sie lieber vorsichtig sein. Sie kannte Kyoko schließlich gar nicht. Abgesehen davon, dass sie ihr ein Sandwich geschenkt hatte, hatte sie noch keinen Hinweis darauf, dass sie ein guter Mensch war. Und dass sie nachts in so düsteren Gegenden unterwegs war, konnte auch ganz andere Gründe haben. Vielleicht war sie kriminell? Ohne weiter in der Diskussion mitmischen zu wollen, entfernte sich Moggy und ging zu ihrem Platz. Der Lehrer würde bald kommen und dann ging der Unterricht los, doch plötzlich stand Kyoko vor Moggys Tisch. »Hey. Moggy war dein Name, oder?« Sie nickte. Ja. Wir hatten uns ja gestern vorgestellt. Ja, und wenn ich mich recht erinnere, wolltest du dich mit mir verabreden. Nun, wie es der Zufall will, habe ich heute Abend nach der Schule etwas Zeit. Wollen wir uns treffen? Moggy atmete tief durch. Warum wollte sich Kyoko jetzt plötzlich mit ihr treffen? Was zur Hölle passierte hier gerade? Sollte sie lieber ablehnen? War es gefährlich? Aber Moment. Vielleicht konnte sie einfach einen Ort vorschlagen? Kyoko, klar. Ich würde mich gerne mit dir treffen, begann sie zögernd. Wie wäre es mit dem Zadro-Park? Der ist öffentlich, echt schön und da ist immer was los. Und die Eisdiele dort ist super lecker. Kyoko betrachtete Moggy einen Moment lang mit einem undurchdringlichen Blick, bevor sie langsam nickte. Der Park klingt gut. Dann lass uns dort treffen, antwortete sie ruhig, danach setzte sie sich einfach auf ihren Platz neben Moggy. Die Teenager-Giraffe schaute unsicher zu der rothaarigen Asiatin rüber. Gestern war sie so in Sorge, dass ihr was zustoßen könnte und jetzt empfand sie als unheimlich, aber Kyoko hatte zugestimmt.
Also vielleicht bildete sie sich das alles ein. Vielleicht war Kyoko doch nicht so unheimlich, sondern einfach nur etwas merkwürdig. Das würde sich bald zeigen. Einige Stunden später war Moggy auf dem Weg zu einer anderen Unterrichtseinheit. Während sie den Flur entlang ging, fühlte sie sich unsicher über das Treffen mit Kyoko. Aber gleichzeitig spürte sie auch eine seltsame Vorfreude und Neugier auf das, was kommen würde. Es blieb abzuwarten, wie sich ihr Treffen im Park entfalten würde und welche Geheimnisse noch enthüllt werden würden. Plötzlich wurde sie von den Mobbern gestoppt. Angeführt von dem aggressiven Antro-Löwenjungen. Er trat vor sie und schnappte sich Moggys Lunchbox. Tributzeit, Giraffe, brüllte er mit einem spöttischen Grinsen. Moggy spürte, wie sich Angst und Wut in ihr aufbauen, aber sie konnte sich nicht wehren. Sie war den Mobbern machtlos ausgeliefert und das wussten sie nur zu gut, doch plötzlich tauchte Kyoko auf, selbstsicher und unnachgiebig. Sie trat selbstbewusst vor die Mobber und ihre Präsenz schien die Luft um sie herum zu verdichten. »Was denkt ihr, was ihr hier macht?« fragte Kyoko mit eisiger Kälte in ihrer Stimme. »Glaubt ihr, ihr könnt einfach jeden tyrannisieren, der schwächer ist als ihr? Das ist armselig.« Der Antro-Löwe zögerte einen Moment. Er wollte erst wieder Worte geben und einen Streit vom Zaun brechen, aber die selbstsichere Art des asiatischen Mädchens imponierte ihm doch irgendwie. Oder machte sie ihn gar nervös? Schließlich gab er nach und gab die Lunchbox widerwillig zurück. Doch bevor Moggy sie fassen konnte, ließ er sie absichtlich auf den Boden fallen, sodass das Essen herausfiel und verunreinigt wurde. Mit einem triumphierenden Grinsen wandte sich der Löwe ab und ging mit den anderen Mobbern weg, lachend und spottend über ihre Tat. Moggy fühlte sich gedemütigt und verärgert zugleich, als sie auf das verschüttete Essen starrte. Doch dann bemerkte sie, dass Kyoko immer noch neben ihr stand, ihr Gesicht ausdruckslos, aber ihre Augen voller Entschlossenheit. »Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest«, sagte Kyoko ruhig und reichte Moggy ihre eigene Lunchbox. »Ich habe keinen Hunger, nimm einfach mein Essen.« Moggy war sprachlos vor Überraschung und Dankbarkeit. Sie nahm die Lunchbox von Kyoko und spürte eine Welle der Erleichterung, als sie das Essen in ihren Händen hielt. In diesem Moment wusste sie, dass Kyoko vielleicht mehr war, als sie auf den ersten Blick schien, und dass sie vielleicht doch jemanden hatte, auf den sie sich verlassen konnte. Vielleicht würde sich alles zum Guten wenden. Mit der Brotbox in der Hand schaute sie Kyoko hinterher, als diese davonging. Wie kam es eigentlich, dass sie nie Hunger hatte? Sie öffnete die Brotbox und bekam erneut ein leckeres Sandwich, belegt mit Käse und Salat zu Gesicht. Sie hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass sie dieses Angebot von Kyoko überhaupt angenommen hatte. Später am Nachmittag, nach der Schule, saß Moggy im Park am Flussufer und wartete auf Kyoko. Die Sonne begann bereits ihren Abstieg, und die warme Abendbrise wehte durch die Bäume und über das Wasser. Moggy schaute auf die Strömung und die vorbeifahrenden Boote. Es war ein friedlicher Ort, der ihr half, die Anspannung des Tages ein wenig loszulassen. Sie war etwas nervös, da sie nicht wusste, was sie von Kyoko erwarten sollte. Die Ereignisse in der Schule waren verwirrend gewesen, und die unsicheren Begegnungen mit den Mobbern hatten sie erschöpft. Trotzdem war sie froh, dass Kyoko heute Morgen für sie eingetreten war. Plötzlich hörte sie Schritte hinter sich, und als sie sich umdrehte, sah sie Kyoko auf sie zukommen. Ihre roten Haare leuchteten in der Abendsonne, und ihr gleichgültiger Gesichtsausdruck schien irgendwie beruhigend zu sein. Sie trug wie immer dunkle Kleidung. Schwarzes Shirt, eine schwarze kurze Hose und dazu noch schwarze Flipflops. Moggy fiel auf, dass Kyokos Haut ziemlich blass war. Anscheinend war sie selten draußen. »Hey, danke, dass du gekommen bist«, sagte Moggy, als Kyoko sich zu ihr setzte. »Kein Problem«, antwortete Kyoko lässig. »Also, wohin wollen wir gehen?« »Ich dachte, wir könnten uns ein Eis holen und ein bisschen reden«, schlug Moggy vor und zeigte auf einen kleinen Eisstand in der Nähe. »Ein Eis klingt gut«, stimmte Kyoko zu. Sie standen auf und gingen zusammen zum Eisstand. Moggy wählte ein Erdbeereis, während Kyoko sich für Schokolade entschied. Während sie ihr Eis genossen, schlenderten sie entlang des Flussufers und unterhielten sich ein wenig. »Erzähl mal was über dich, Kyoko. Bisher warst du immer so verschwiegen.« Das asiatische Mädchen dachte nach. Was soll ich denn erzählen? Mein Leben ist nicht sonderlich toll. Nichts Besonderes, was interessant wäre.
Die dürre und leicht größere Moggy stieß ihr verspielt in die Seite. Nun komm schon. So langweilig kann dein Leben gar nicht sein. Aber wenn du magst, fange ich an zu erzählen, also. Ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier. Meine Eltern sind etwas peinlich, aber ganz nett. Mein Vater heißt Klaus Geter und arbeitet als Rechtsanwalt. Und meine Mutter ist Polizistin. Kyoko musste lachen. Polizistin? Als Giraffe? Gibt sie da nicht eine besonders große Zielscheibe ab? Moggy grinste auch, naja. Sie ist sehr dünn. Und bisher ist ihr nie was zugestoßen. Sie heißt übrigens Gatilda. Wir leben zusammen in der Lavastein Street in einem ganz netten Apartment. Und bevor du fragst, ja, die Decken sind dort hoch genug für Giraffen. So, und jetzt bist du dran. Kyoko lächelte. Du bist schon lustig. Aber ich hab nicht so viel zu erzählen. Besonders über meine Familie. Aber was soll's? Hier ist ein kleiner Abriss. Mein Vater hat uns verlassen, als ich noch ein kleines Kind war. Und meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Seitdem wohne ich in einem Kinderheim. Oh. Das tut mir leid, sagte Moggy mit trauriger Miene. Nein, das muss es nicht. Das Kinderheim ist eigentlich ganz okay. Die Sandwiches, die du gegessen hast, habe ich von dort bekommen. Die Leute dort sind freundlich. Und die meisten Kinder sind super brav. Ich kann eigentlich nicht klagen. Aber irgendwie fühle ich mich etwas fehl am Platz. Moggy war etwas sprachlos. Kyoko tat ihr leid, aber sie wollte das nicht zeigen. Deswegen versuchte sie das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Ja, also. Die Sandwiches waren wirklich sehr lecker. Habe mich sowieso gefragt, warum du sie nicht essen wolltest? Kyoko zuckte mit den Schultern. Irgendwie schmecken die mir nicht sonderlich. Und du? Na ja, du sahst ziemlich hungrig aus. Also gebe ich sie gerne dir. Das ist voll nett von dir. Also, was war das heute Morgen mit den Mobbern? Fragte Moggy neugierig. Ich meine, du hast dich wirklich für mich eingesetzt. Kyoko zuckte erneut mit den Schultern, möglicherweise um lässig zu wirken. Ich mag es nicht, wenn Leute andere tyrannisieren. Diese Mobber sind einfach nur Feiglinge, die sich stark fühlen, wenn sie Schwächere schikanieren. Aber wenn jemand kommt, der größer und stärker ist, dann haben die sofort Angst und... Ach egal, Moggy nickte zustimmend. Ja, ich hasse dieses Verhalten auch. Danke, dass du für mich da warst. Das hat wirklich geholfen. Kyoko lächelte ein kleines, aber echtes Lächeln. Kein Problem. Moggy hatte sich in Rage geredet und fuhr einfach fort. Manchmal wünschte ich, ich wäre auch so ein großes Monster, wie das ich in der Stadt gesehen habe. Dann könnte ich solche Typen einfach wie Insekten zertreten. Das wäre voll krass. Irgendwie schien Kyoko dieses Thema zu nerven. Ach, jetzt fängst du wieder mit diesem Monster an. Solche Geschichten sind lächerlich. Moggy war irritiert. Du musst es ja nicht glauben. Tu ich auch nicht. Erwiderte Kyoko etwas gereizt, aber Moggy wollte sie noch ärgern. Deswegen sagte sie einfach. Dann höre ich besser auf, darüber zu reden. Aber ich werde weiter nachforschen und irgendwann werde ich es schaffen, ein Video von dem Monster zu machen. Dann werde ich dir und allen anderen beweisen, dass es existiert. Diesmal musste Kyoko lachen. Das hört sich ziemlich wagemutig an für eine schwache Giraffe, die an der Schule gemobbt wird. Das Giraffenmädchen wurde selbstbewusster, du wirst schon sehen. Ich werde das schaffen. Aber Kyoko wurde plötzlich ernst. Mach lieber keinen Quatsch. Wenn du solche Sachen versuchst, könnte dich das vielleicht dein Leben kosten. Ist es dir das wert, dafür zu sterben? Besser ein aufregender Tod, als ein langweiliges Leben. Meinte Moggy verschmitzt und fügte dann hinzu, und außerdem. Seit ich dich kenne, fühle ich mich irgendwie, als könnte mir nichts passieren. Pah. Da wäre ich an deiner Stelle nicht so sicher. Während sie weitergingen, fühlte Moggy, wie ihre anfängliche Nervosität nachließ. Kyoko schien tatsächlich einfach verschlossen, aber nett zu sein, und vielleicht war es möglich, dass sie sich wirklich anfreunden würden. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte sie das Gefühl.
einen echten Freund gefunden zu haben. Als die Sonne langsam unterging, meinte Kyoko, ich muss langsam nach Hause gehen. Im Kinderheim haben wir strenge Regeln. Moggy nickte. Kein Problem. Ich werde dann auch mal nach Hause gehen. Meine Eltern sind es nicht gewohnt, dass ich mit anderen draußen unterwegs bin. Die beiden verabschiedeten sich und gingen getrennte Wege. Einige Minuten später war Moggy in einem Industriegebiet unterwegs, wo die meisten Betriebe bereits geschlossen waren. Dass es hier so leer war, machte ihr irgendwie Angst. Deswegen versuchte sie sich mit besseren Gedanken abzulenken. Sie dachte über Kyoko nach und wie nett sie war, schade, dass sie schon nach Hause gehen musste. Sie hätte gerne mehr Zeit mit ihr verbracht. Aber Moment mal, wenn das Kinderheim so strenge Regeln hatte. Warum war Kyoko dann in der letzten Nacht so spät noch in dunklen Gassen unterwegs gewesen? Plötzlich fühlte Moggy eine Vibration im Boden. Und noch eine und noch eine. Es waren Schritte, schwere Schritte. Als ihr klar wurde, was das bedeutet, stellten sich ihr alle Nackenhaare auf. Sie drehte sich um und sah das riesige Monster auf sich zukommen. Es war wieder da, und nicht nur das. Es lief ganz langsam und ging gezielt auf sie zu. Starrte sie intensiv an, Moggy war wie paralysiert und ging vorsichtig mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen rückwärts. Plötzlich krisch eine Frau, die aus einem der Gebäude gekommen war, als sie das Monster erblickte. Ah, was ist das? Aber das Monster trat einfach ohne Zögern auf die Frau und zerquetschte sie zu Brei unter dem Klauenfuß. Moggys Herz raste förmlich. Ihr Puls wurde schneller und schneller und sie atmete schnell und flach. Ihr ganzer Körper machte sich bereit zu rennen, aber hatte sie überhaupt eine Chance zu entkommen? Dann stolperte sie über einen Müllsack und fiel hin. Zitternd blieb sie auf dem Boden liegen und schaute zu dem näherkommenden Monster auf. Erst jetzt fiel ihr auf, dass das Monster auf 2 Beinen geht wie ein Mensch und tatsächlich Kleidung trägt. Es hatte rote Haare und grünliche, schuppige Haut. Bitte. Bitte tu mir nichts. Rief Moggy schließlich, dafür ist es zu spät. Brodelte die laute Stimme. Du kannst sprechen? Moment. Deine Stimme. Das Monster sprach weiter, du hättest nicht versuchen sollen, mein Geheimnis zu lüften. Ich habe keine andere Wahl. Das Monster hob schließlich seinen Fuß über Moggy und trat langsam auf, sodass die kleine Giraffe unter dem gewaltigen Fuß eingeklemmt wurde. Moggys Herz pochte bis zum Hals, als sie unter der weichen Fußsohle langsam plattgedrückt wurde. Sie hatte buchstäblich Todesangst. Aber irgendwie war sie durch die Mobber an Angst schon so sehr gewöhnt, dass es nicht schlimmer war als ihre Schulerlebnisse, falls das irgendwie Sinn machte. Es fühlte sich merkwürdig an, unter einem Fuß zu sein. Irgendwie war dieses Erlebnis wenigstens mal was anderes. Etwas Aufregendes. Phänomenales. Ein Abenteuer, das sie wahrscheinlich nicht überleben würde, aber sie riss sich zusammen und sagte, du bist es. Nicht wahr, Kyoko? Hör auf mit mir zu reden, ich versuche gerade dich zu zertreten. Erwiderte das Monstermädchen. Nein. Bitte Kyoko, hör auf. Ich dachte, wir sind Freunde. Wir kennen uns doch kaum. Außerdem hast du gesehen, wie ich bereits viele andere getötet habe. Eben gerade habe ich eine Frau zertreten. Hast du das nicht gesehen? Ich bin ein Monster. Aber du hast mich vor den Mobbern beschützt. Und ich bin wirklich dankbar dafür. Bitte. Ich werde niemandem dein Geheimnis verraten. Das spielt keine Rolle. Du bist nur ein Insekt für mich. Ich werde dich zerquetschen. Moggy kamen Tränen in die Augen. Aber nicht, weil sie sterben würde, nein, sondern vielmehr, weil sie dachte, sie hatte eine Freundin gefunden und nun entpuppte sich ausgerechnet diese Person als herzloses Monster. Okay. Wenigstens sterbe ich unter deinem Fuß. Das ist ein Trost für mich. Sie beugte ihren Hals vor und schleckte über die Hautrillen des Zehs, der auf ihren Körper drückte. Du hast schöne Füße. Es ist nicht schlimm, darunter zerquetscht zu werden. Als sie das sagte, wurde ihr bewusst, dass sie es sogar ernst meint. Kyoko kicherte, hör auf damit. Das kitzelt.
Sie schob ihren Fuß ein wenig vor und drückte fester zu, so dass Moggis Gesicht darunter gegen den Boden gepresst wurde. Nein. Bitte nicht, Kyoko. Ich will noch nicht sterben. Kannst du mich wenigstens noch ein paar Tage leben lassen? Ich will mehr über dich erfahren. Dich kennenlernen, bevor ich sterben muss. Du faszinierst mich, aber das Monster sagt nur, ich werde jetzt meinen Fuß heben und dich dann mit voller Wucht plattstampfen. Es wird ein kurzer, schmerzloser Tod. Alles klar, sie hob ihren Fuß hoch in die Luft und flüstert. Mach dich bereit, Moggi. Die eingeschüchterte Giraffe sah hoch und starrte auf die riesige grünliche Fußsohle, die über ihr schwebte. In diesem Moment war sie überwältigt von Eindrücken und Emotionen. Kyoko sah sogar als Monster gut aus. Ihre Fußsohle wirkte massiv und bedrohlich und dennoch war sie schön geformt. Und sie selbst? War sie wirklich nur ein Insekt, das zerquetscht werden sollte? War dies ihr Schicksal? Ihr Ende? Dann kam der Fußkrachen herab und sie schrie aus voller Kehle, nein! Boom, es donnerte so laut, dass es im Umkreis von Meilen zu hören war. Ende. Zumindest von Teil 1. Wir hoffen, dass diese Geschichte euch gefallen hat. Für mehr abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Vielen Dank.